Unsere Panamerikanerreise führt uns weiter ins Inland Mexikos, genauer gesagt nach Pátzcuaro. Wir erleben den Kontrast von authentischem mexikanischem Leben zu touristisch aufgemachten Attraktionen und merken einmal mehr, was uns wirklich liegt. Obwohl das Echte auf unserer Reise eben auch mal eine unfreiwillige Planänderung mit sich bringt. Ja, wir sind wieder mal bei einer Werkstatt gelandet. Gewollt, ungewollt. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im Inland in Pátzcuaro, um genau zu sein. Und dieser Ort hat einiges zu bieten. Der hat eine richtig lange Geschichte, viel Tradition. Der Name übersetzt, also der ganz ursprüngliche Name, hieß nämlich auch Tor zum Himmel, wo die Götter ein- und ausgehen. Also ja, der Ort hat viel zu bieten und ich würde sagen, wir tauchen einfach mal direkt ein. Freundlich. Wir haben den ja so ein bisschen gefilmt und dann fand ich, hey komm, Erdnüsse für 12 Pesos. Ich habe schon so lange Lust auf Erdnüsse. Freue mich schon. Ach ja, 12 Pesos sind 60 Cent? Kann das sein? Gott, ich und Mathe. Auf jeden Fall nicht viel. Alle, die uns kennen, wissen ja, dass wir Märkte über alles lieben. Und hier sind wir am Zentralmarkt, also hier wird wirklich alles Mögliche verkauft. Wir sind jetzt so eben mal reingelaufen, mal schauen, was uns hier erwartet. Die Leute sind so freundlich, man läuft einfach durch den Markt, ich meine, man sieht uns an, dass wir nicht von hier sind. Und sie fragen gleich, wo kommt ihr her, wie gefällt es euch in Mexiko? Und ja, es ist einfach großartig. So diese Herzlichkeit der Menschen. Langsam sind wir durch mit dem Markt, also habe ich noch kurz die Tomaten gekauft, denn ja, beim letzten Einkauf waren die nicht so schön im Supermarkt und am Markt kriegt man immer die schönsten Sachen und auch günstiger, finde ich. So, jetzt geht's weiter, Pátzcuaro. Es el de fresa con crema. ¿Fresa con crema? Erdbeer mit Creme und Sahne. Sí.
Das ist das Traditionseis von hier, Michoacana heißt. Wir haben über 120 Sorten an verschiedenen diesen Paletas, also Geschmacksrichtungen dieses Eis. Und ja, für mich gibt es Erdbeer con Crema, also ich glaube, das ist eine Sahne oder sowas. Tommy hat das Gleiche, oder? Tommy hat das Gleiche, denn das ist auch das, was sie empfohlen haben. Mhm. Prost. Tommy, Prost zum Wohl. Mit frischem Schokoladenüberzug. Wie ist es? Mega gut. Als ich sie nach einer Empfehlung gefragt habe, haben sie nur Spanisch verstanden, haben mich angeschaut. Oh, ist echt lecker. Auch die Schokolade dazu. Pátzcuaro gehört ja zu diesen Pueblos Mágicos, die hier in Mexiko überall vorhanden sind. Das sind, glaube ich, über 120 Stück. Und auch hier in Pátzcuaro merkt man so richtig die Energie und dieses Magische dieser Dörfer. Alles ist so aufgeräumt. Klar, es gibt überall viele Leute. Es ist gefühlt ein kontrolliertes Chaos hier, aber die Menschen freundlich, hilfsbereit. Und man fühlt sich richtig wohl hier durch die Gassen zu schlendern oder auch durch diese Parke. Ja, ein Grund mehr, Mexiko zu besuchen und diese Pueblos Mágicos zu besuchen, denn die sind es wirklich wert. Das hier ist die Casa de los 11 Patios. Das heißt übersetzt das Haus der 11, nicht 7. 11 Innenhöfe. Ja, tatsächlich sind es eigentlich nur noch etwa 5, die erhalten geblieben sind. Aber es waren mal ursprünglich 11 Innenhöfe, die Teil des dominikanischen Klosters oder Konvents waren. Mit der Reformation wurde das dann umfunktioniert und vom Gobierno, also Government, Staat, Verwaltung genutzt, zusammen mit Künstlern. Die eine Etage wurde von Künstlern für die Webkunst, für Bronzebearbeitung, Gitarrenherstellung genutzt und ein Teil davon ist eben heute noch erhalten und man kann es auch besuchen und ansehen. Und kleiner Bonus, es ist angenehm kühl hier. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen auch noch mal weiter, denn es gibt noch eine Sache, die wir uns hier unbedingt ansehen wollen. Hola, perdón. Und wie es sich gehört, fahren wir mit einem Kollektivo. Das sind hier so kleine Minibusse, die einen, ja, wie halt normale öffentliche Verkehrsmittel von Ort zu Ort bringen. Und wir fahren jetzt zum See und ab da geht's weiter, weil dann sind wir noch nicht am Ziel. Was waren das? Keine 10 Minuten? Und jetzt geht's zum nächsten Transportmittel. Nee, es fährt eben, es steht Buenas tardes. ¿Dos boletos? Sí. 200. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. In einer Stunde? Halbe Stunde. Oh, ahorita, extras. Ja, wahnsinnig viel scheint hier nicht los zu sein.
Wir haben das Boot bis jetzt für uns alleine, aber in ein paar Minuten soll es losgehen. Wollen wir verraten, wo wir hingehen? Nee. Nicht? Doch. Auf eine Insel. Auf eine Insel. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Das blenden wir ein. Soll schön sein da. Ich freue mich. Mittlerweile hat sich das Boot ziemlich gefüllt. Nicht mit Menschen, aber mit Esswaren, Getränke. Denn morgen ist Donnerstag, bis Sonntag wird gefeiert auf der Insel. Es gibt eine Hochzeit und anscheinend ist das einfach über mehrere Tage. Ja, wir hoffen, dass es jetzt endlich losgeht, denn die Dame am Ticketschalter meinte, eine halbe Stunde geht das Boot los. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr als eine halbe Stunde um, aber es sieht so aus, als würden wir jetzt gleich losfahren. Das war mal eine laute Bootsfahrt. Also der Motor war ja genau mittendrin und dann noch die laute Musik, die das übertönen sollte. Naja, ich weiß nicht. Aber wir haben es geschafft. Da vorne schaut der Morelos schon auf uns runter. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Ich würde sagen, das Ganze ist hier doch sehr touristisch. Es wird einfach überall das Gleiche verkauft. Und irgendwie erinnert es mich auch an Mont Saint-Michel. Da waren wir auch mal. Aber hier ist es wirklich nur touristisch. Und ja, ich glaube, es verliert so ein bisschen seinen Charme dadurch. Oh, das ist so anstrengend. Wir sind hier auf irgendwie, 2200 Meter über Meer und müssen noch gefühlt 367 Treppen hochsteigen. Oh. Wie viel? 367. Sind es? Ganz klar. Weißt du das nicht? Nein. Vielleicht auch 368. Okay. Oh. Oh, wir haben es nach oben geschafft. Oh, war das anstrengend. Aber wir sind am Ziel angekommen. Hinter mir ist die Statue von José María Morelos, einem mexikanischen Helden, der, so wie ich verstanden habe, den mexikanischen Unabhängigkeitskrieg angeführt hat oder zumindest die Bewegung dahinter und eine sehr tragende Rolle da hatte und somit auch ja, ein mexikanischer Held ist, weil er für die Unabhängigkeit und die Freiheit der Mexikaner gekämpft hat. Es war damals der Krieg gegen die Spanier. Ja, für ihn hat es nicht so ein gutes Ende genommen, aber er wird halt sehr verehrt und deswegen wurde ihm zu Ehren auch dieses Monument errichtet. Man könnte theoretisch auch bis hochgehen in seine Faust, aber das schaffe ich nicht mehr. Die Treppen hierher waren schon anstrengend genug und man hat auch von hier eine wunderschöne Aussicht. Ich glaube, das reicht auch und ja, jetzt laufen wir hier noch ein bisschen rum und dann geht es auch schon wieder runter.
Das war echt schön, aber wir sind ein bisschen in Eile mittlerweile. Ja, man vergisst so schnell die Zeit. Wir müssen jetzt nochmal alles runter und unser Boot erwischen, weil um 6 fährt das letzte. Und wir haben noch 10 Minuten. Oh, okay, los. Guten Morgen zu einem neuen Tag. Ja, hier mitten, ja, zwischen allen Tieren. Hier neben mir, ja, der Esel. Hier der kleine Esel, der rennt immer wieder so durch die Weide hier durch. Das ist richtig schön. Auf der Seite haben wir die Pferde. Ja, das Schaf, das ist meistens eigentlich hier mit den Eseln unterwegs. Keine Ahnung, wieso das jetzt so weit weg ist. Und ja, der Stellplatz, wunderschön, wo wir stehen. Hier hinten ein richtig schöner Ausblick auf Pasquaro. Und ja, ansonsten Gänse, Hühner, alles Mögliche gibt es hier. Und auch die Infrastruktur passt. Also wir haben hier Duschen, Toiletten, können hier überall abwaschen. Also es ist wirklich ein wunderschöner Platz hier. Ja, die Nacht war auch richtig ruhig. Also ihr seht's, und frisch. Ihr seht, ich habe wieder einen Pullover an. Ja, hier auf 2200 Meter ist es doch ganz schön frisch in den Nächten. Aber nach der ganzen Hitze, die wir hatten die letzten Wochen. Na, hallo Hundi! Ja, tut es richtig mal gut, so eine Abkühlung zu haben. Und ja, wir genießen jetzt hier noch ein paar Stunden. Danach geht es für uns auch wieder weiter. Wir wollen heute weiterfahren. Ja, die Tiere kommen nicht mit, nicht weiß ich. Oh. Ach, die sind so süß. Ja, und Jessie bereitet den Van bereits vor und danach geht es für uns auch weiter. Ist heute auch wieder ein langer Fahrtag. Wir fahren heute, glaube ich, über 3 Stunden. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich dort. Ach, was für ein Tag wieder. Ja, die Fahrt hat wieder ewig lange gedauert, natürlich viel länger als geplant. Ja, wir sind hier angekommen, stehen an einem Kiesplatz. Hinter mir sind die Autos von der Werkstatt, denn ja, wir sind wieder mal bei einer Werkstatt gelandet. Gewollt, ungewollt. Wir haben ein paar Sachen, die wir machen müssen, ein paar Sachen, die neu dazugekommen sind. Und hier in San Miguel de Allende haben wir eine gute Adresse bekommen. Von dem her, wir nutzen die Gelegenheit, um hier noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor es mit der Reise weitergeht. Es ist leider schon zu. Der Besitzer hat uns zwar gesagt, dass wir hier auf dem Parkplatz übernachten können. Ja, von dem her mal schauen, wenn es morgen wieder losgeht, wann sie Zeit haben, um unsere Sachen zu erledigen. Tommy und Hannah haben auch ein paar Sachen, die sie machen lassen müssen. Ja, es gibt halt immer was zu tun an den Fahrzeugen. Ständig geht irgendwas kaputt. Aber wir hoffen, wir sind hier in guten Händen. Und ja, ich würde sagen, für diese Woche war es das. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, das würde uns richtig helfen, um weiter zu wachsen und guten Content zu bringen. Und ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Hasta luego.
dir weh? Es geht ganz schön hoch hier.